So, ich glaube, man hört und sieht uns jetzt. Ralf, sag mal was. Hallo. Hallo Alex. Sehr gut, sehr Hörst du gut. mich gut? Ja, ich glaube, das passt soweit. Ich schaue gerade mal auf die Teilnehmerzahl. Ich sehe das nämlich doch hier links oben. Super. Das war ja die Frage vorhin noch, bevor wir starten. Also ich warte jetzt einfach noch mal 1-2 Minuten und dann legen wir los. Aber es scheint alles gut zu funktionieren. Genau. Sehr gut. Ich denke mal, jetzt hat auch jeder auf LinkedIn noch mal 'ne kurze Erinnerung bekommen. Und wir haben ja, glaube ich, ein bisschen Verzögerung auf LinkedIn und YouTube. Deswegen würde ich sagen, Ralf, fangen wir an. Super, ja. Ja. Herzlich willkommen erstmal an alle zum Webinar Künstliche Intelligenz und Patente, wie wir mithilfe von AI den Markt von morgen vorhersagen. Mein Name ist Alex. Ich bin bei PatOffice zuständig für Marketing und Business Development. Und erstmal wollte ich 1000 Dank sagen an euch alle für diese großartige Resonanz, die wir bekommen haben. Also wir hatten jetzt zum Schluss über 100 Zusagen. Wir waren leicht aufgeregt, Ralf und ich, heute Morgen. Aber umso relevanter scheint unser Thema zu sein. Und deswegen steigen wir da jetzt einfach mal direkt rein. Generative AI, also AI ist ja grundsätzlich ein Buzzword aktuell, beziehungsweise eigentlich schon seit letztes Jahr Oktober unter dem Namen ChatGPT. Und wir bei PatOffice machen ja schon recht lange was mit AI, aber jetzt mit ChatGPT nimmt das Ganze an Fahrt auf. Ich glaube, ein paar von euch haben vielleicht noch nicht oder wir kennen uns gar nicht, haben vielleicht noch nie was von PatOffice gehört. Wir sind eine KI-gestützte Software-Company aus München mit dem Fokus auf Patent, Monitoring, Analyse und Recherche. Gehen jetzt aber immer mehr in Richtung, also wir nennen es teilweise intern ja, IP-basierte Marktintelligenz, Market Intelligence kennt man teilweise einfach also wir schauen uns den Markt an, basierend auf Patentdaten. Man möchte meinen, PatOffice ist vielleicht so eine Art Startup, aber es ist irgendwie ein cooler Name und wir machen coole Sachen. Uns gibt es aber schon seit über 70 Jahren, früher unter dem Namen Deutscher Patentdienst, dann unter dem Namen Europatent, wo wir IP-Dienstleistungen anbieten und angeboten haben, Bereich Patentüberwachung und Akteneinsichten. Und jetzt möchten wir uns aber komplett auf unsere Software fokussieren. Genau, soweit zu uns. Heute geht es gar nicht um PatOffice eigentlich. Es geht vor allem um das übergreifende Thema KI und Patente. Und das heutige Webinar ist vor allem für IP-Manager, aber auch für Innovationsmanager, Entwicklungsleiter, Geschäftsführer, die einfach Möglichkeiten suchen, Innovationen innerhalb des eigenen Unternehmens zu fördern. Genau, und heute, ihr seht es schon, ist mit mir im Webinar mein Kollege Dr. Ralf Schönmeier. Das ist unser Head of Technology und AI. Er ist promovierter Physiker im Bereich Data Science, hat eine Zusatzausbildung als Patentingenieur und ist vor allem Experte in der Bild- und Datenanalyse. Aber ich glaube, Ralf, du kannst es vielleicht selber noch viel besser erklären als ich. Deswegen stell dich doch gern mal kurz vor. Ja, super, danke für die super Einführung. Ja, genau, wo fange ich da am besten an? Mal einen kurzen Abriss zu geben, wie es dazu kommt, dass ich hier bin. Also, was erwähnt, ich bin promovierter Physiker, habe ja schon immer mit Datenanalyse, Daten zu tun gehabt, auch als das noch nicht Data Science hieß. Haben also immer angewandte Forschung anhand von Daten gemacht. Und die Doktorarbeit, die war in der Hirnforschung in Frankfurt. Damals habe ich geholfen, Hirnstrukturen zu vermessen auf Knopfdruck. Und damals war mein Kooperationspartner schon die Definiens AG hier in München, die einen sehr spannenden künstlichen Intelligenzansatz hatte, wie man eben solche Datenanalysen machen kann.
Die Definiens AG, die wurde gegründet von dem Professor Dr. Binnig. Der ist in einem ganz anderen Zusammenhang sehr bekannt. Das ist der Nanotechnologie-Pionier, weil der hat das Rastertunnelelektronenmikroskop erfunden und dafür 1986 den Nobelpreis bekommen. Also ist im Prinzip der erste Mensch, der ein Gerät gebaut hat und einzelne Atome sehen konnte. Aber er ist halt auch sonst ein pfiffiger Kerl, der da ein Startup, eben diese Definiens AG, mitgegründet hat. Genau, und nach der Doktorarbeit bin ich dann zu ihm ins Team gekommen, weg von der Hirnforschung hin zu anderen Themen. Digitale Pathologie ist das Stichwort, dass wir Mikroskopbilder analysiert haben, aber nicht nur die reine Bildanalyse gemacht haben, sondern eben obendrauf auch noch das Data Mining. Und ich kann jetzt viel darüber erzählen, das kürze ich an der Stelle ab. Aber das Ende vom Lied war, dass die Definiens AG von AstraZeneca aufgekauft wurde, weil wir eben im medizinischen Bereich Bildanalyse gemacht haben, die für die Medikamentenentwicklung davon von größter Rolle war. Und der Professor Binnig ist dann in Rente gegangen. Und wie das dann halt so ist da auch meine Liebe zum IP auch mitgewachsen, weil in den Forschungsabteilungen wird ja halt auch, wie das sicher andere auch kennen, das IP-Management mitgemacht und dass man halt Patente verwaltet. Ich habe auch ein paar eigene Patente, dass man halt diesen Prozess kennenlernt mit Patentanwälten zusammen und so weiter. Und so habe ich dann letztendlich auch die Europatent GmbH kennengelernt, nämlich auf der Suche, Mensch, Ralf, schau doch mal nach einer schicken IP-Management-Software. Was gibt es denn da draußen? Das kann doch nicht sein, dass wir hier alles zu Fuß machen. Und das war dann gerade der Wechsel. Professor bin ich in Rente, von AstraZeneca wurde es aufgekauft. Der Charakter der Firma hat sich verändert, dass für mich der Zeitpunkt gekommen war, okay, nee, ich wechsle hier die Seiten und habe bei der Gelegenheit kennengelernt, dass im IP-Bereich Data Science halt auch total wichtig und spannend ist und dass wir das halt hier machen können. Und deswegen jetzt der Seitenwechsel und Wechsel zu Europatent. Damals ist jetzt auch schon 3,5 Jahre her. Damals wird halt erkannt, man braucht Inhouse-Expertise, um das zu machen. Es reicht nicht nur Kooperationen zu machen, sondern man kann das viel schlagkräftiger ausspielen, wie wir das jetzt zeigen können, eben wenn man Inhouse-Expertise hat. Und genau so war das und so kam es, dass ich jetzt hier bin. Da höre ich auf, das war es soweit. Ich hoffe, das gibt Ihnen so einen Abriss, dass man versteht, wie es dazu kommt, dass ich hier bin. Ja, genau. Ja, vielen Dank, Ralf. Ich glaube, so werden wir das auch jetzt im Laufe des Webinars weitermachen. Also ich werde dir ein paar Fragen stellen. Also wir versuchen es einfach sehr interaktiv zu machen. Ich habe Fragen mitgebracht, ein paar habe ich dir ja schon im Vorfeld auch gesagt. Also da sind wir jetzt auch ganz transparent. Auf ein paar konnte sich Ralf gut vorbereiten. Gleichzeitig ist es aber natürlich ein LinkedIn Live-Event mit der Funktion, Kommentare abzugeben. Also wir bitten euch alle, fleißig Fragen zu stellen. Wahrscheinlich können wir nicht alle beantworten, einfach der Zeit wegen. Wir werden die aber alle mitnehmen. Ich werde wahrscheinlich auch im Laufe des Webinars die Fragen aufnehmen und an den Ralf direkt kommunizieren, damit er sie direkt beantwortet. Aber wir werden auch im Nachgang auch wahrscheinlich einen Blogartikel daraus machen und wirklich jede einzelne Frage wird irgendwo ihre Antwort finden. Natürlich dürft ihr auch immer sofort mit uns in den direkten Austausch nach dem Webinar gehen und auch da nochmal eure Fragen stellen. Genau. Ich würde jetzt mal auf meine nächste Slide gehen. Das ist auch meine erste Frage an dich, Ralf, heute, weil das natürlich unser Thema heute ist, AI, KI, je nach Sprache. Erklär doch mal kurz und in deinen eigenen Worten, was KI ist und wie sie funktioniert. Ich glaube, das ist für die meisten klar, was es ist. Wie sie funktioniert, ist für viele noch nicht so ganz so klar. Und vielleicht hast du da sehr einfache Worte für uns. Genau, ja, kann ich gern versuchen. Ist jetzt kein Geheimnis, dass ich mich auf die Frage vorbereiten konnte. Ja. Mit meinen eigenen Worten, ja, da haben sich natürlich viele andere auch schon Gedanken drüber gemacht, aber wenn ich an künstliche Intelligenz höre, denke ich erstmal, dass eine Maschine das tut, was ein intelligenter Mensch auch machen kann oder Fähigkeiten von einem intelligenten Menschen auf die Maschine übertragen werden. Das ist die künstliche Intelligenz. Also so ganz allgemein. Natürlich wird hier so ein bisschen X mit X erklärt, Intelligenz mit Intelligenz. Und was ist Intelligenz überhaupt? Das stellt sich für mich so als nächste Frage. Was versteht man eigentlich unter Intelligenz? Und eine Definition ist davon gar nicht so einfach. Und da haben sich auch schon viele Leute den Kopf zerbrochen. Eine elegante
Definition, bin ich neulich in einem Podcast mal drüber gestolpert, war folgende: Intelligenz ist das, was man einsetzt, wenn man nicht weiß, was man tun soll. Das ist von Jean Piaget, das war ein Schweizer Kognitionsforscher im letzten Jahrhundert. Und ja, das spiegelt sich so ein bisschen wider. Wenn ich heute ein Kind habe und stelle mir eine Aufgabe und dann entwickelst eine Lösung, das ist für mich Intelligenz. Allerdings, diese Definition, kann sich jeder ein bisschen Gedanken machen, passt die, also die ist ganz gut, aber die hilft uns nicht weiter, wenn es um Maschinen geht, weil gerade Computer müssen immer irgendwie den nächsten Zustand nutzen können oder wissen können. Also es ist auch da, also die Definition tut so ein bisschen das Mysterium noch behalten. Was ist Intelligenz überhaupt? Und das will ich auch damit sagen, dass Intelligenz jetzt dadurch, dass es künstliche Intelligenz gibt, nicht komplett entzaubert wird, sondern wir vielleicht eine andere Definition brauchen, damit das funktioniert. Und ein Vorschlag, habe ich sogar eine künstliche Intelligenz gefragt, in einem Satz künstliche Intelligenz zu beschreiben oder Intelligenz zu beschreiben. Intelligenz ist die Fähigkeit, Informationen zu verarbeiten, zu lernen und zu verstehen, um Probleme zu lösen. Das finde ich jetzt in Bezug auf Maschinen ganz gut. Zu verstehen, jetzt nicht wirklich bei Maschinen vielleicht oder was auch immer man darunter versteht, aber damit kann man was anfangen. Das gibt es für Computer und ich bin überzeugt, dass ein Schachcomputer vor 20 Jahren mich auch schon geschlagen hätte. Also der wäre schon intelligent gewesen. Und heutige Schachcomputer schlagen die weltbesten Spieler. Also es ist so ein bisschen Definitionssache, es bleibt noch was Mysteriöses, es gibt auch emotionale Intelligenz, kann man jetzt mit Computern nichts anfangen, aber künstliche Intelligenz, Informationen zu verarbeiten, daraus zu lernen und Probleme zu lösen, das können Computer mittlerweile gut und es entwickelt sich auch weiter. Also von daher ist das so ein bisschen so, um das mal zu nivellieren, so eine Eingangsdefinition, was man darunter verstehen kann. Ja, ich glaube, das passt auch für den Moment. Ich glaube, viel tiefer müssen wir da jetzt nicht eintauchen. Genau. Allein auch leider, weil die Zeit entsprechend knapp heute ist, aber vielleicht können wir dazu nochmal irgendwann Genau. nochmal thematisch. Genau. Ich will nur sagen, dass das nicht ein für alle Mal gelöst ist, was es ist, sondern sich auch weiterentwickelt und was vor 20 Jahren noch künstliche Intelligenz war, ist es vielleicht heute nicht mehr, weil es trivial geworden ist und es sind menschliche Fähigkeiten. Genau. Super. Ich würde direkt mal weitergehen zu der Frage, warum beschäftigen wir uns denn eigentlich bei PatOffice so ausgiebig mit dem Thema Patenten und den Möglichkeiten von KI? Also ich habe ja vorhin schon gesagt, wir hatten das Thema KI ja schon recht lange oder wir sind daran jetzt schon, I don't know, ich glaube so 2 Jahre circa. Das hat dann noch nicht so viel mit generativer AI zu tun, darauf kommen wir dann später nochmal zu sprechen. Aber vielleicht kannst du uns mal sagen, was ist unser grundlegendes Thema, warum wir uns damit so beschäftigen? Ja, kann ich gerne machen. Vielleicht noch ein Wort zur künstlichen Intelligenz vorher. Was hier dann auch mit reinspielt, dass es dann schon über menschliche Intelligenz hinausgeht, weil eben Fleißarbeiten von KIs kein Problem sind und ganze Bibliotheken auswendig gelernt und gelernt werden können. Und nicht nur auswendig gelernt werden können, sondern auch abstraktes Wissen und es wird anhand von Daten gelernt. Und das ist einfach ein sehr, sehr mächtiges Tool, was jetzt hier zu der Frage führt. Es ist, warum man das benutzt hier. Genau. Einmal, warum mit Patentdaten beschäftigen. Also Patente sind Teil unseres Rechtssystems. Man muss sich damit beschäftigen, weil ich sonst ein Problem habe, wenn ich mich sonst verklagt werde oder gegen Rechte anderer verstoße. Es ist einfach Teil unseres Systems hier. Und die Welt hat sich darauf geeinigt, das ist ein zivilisatorischer Wert, Patente zu haben, weil der Deal und der Daseinsgrund von Patenten ist ja, dass Innovationen und Ideen frühzeitig öffentlich bekannt gemacht werden und im Gegenzug das Patent ein zeitliches Monopol einem einräumt. Weil sonst würde viel mehr privat im stillen Kämmerlein passieren und Patente sorgen dafür, dass frühzeitig inneres Wissen gezeigt wird. Also in vielen Gesprächen ist es den Leuten oft nicht so klar, dass eben ein Patent auf der einen Seite Schutz ist, auf der anderen Seite aber auch, ich muss das Interne eben verraten. Das sind diese beiden Seiten der Medaille, warum es die Patente überhaupt gibt.
Also einmal muss ich es machen, weil es Teil des Rechtssystems ist. Aber darüber hinaus lohnt sich natürlich die Beschäftigung damit, weil es ein einzigartiger Wissensschatz ist. Schon seit Jahrzehnten, und Patente stehen noch nicht in Frage, wird es auch die nächsten Jahrzehnte geben, ist es der Wissensschatz, wo technische Informationen gespeichert sind. Und zwar auf eine relativ einheitliche Weise. Die Welt oder die einzelnen Länder leisten sich Patentämter und einen ganzen Beamtenapparat, der das Ganze pflegt und kontrolliert. Das wird jetzt nicht von einzelnen Playern irgendwie ja, beeinflusst. Es ist staatlich geregelt, was da drin ist. Also es ist qualitativ hochwertiges Wissen. Und das ist erstmal einfach ein wahnsinnig guter Wissensschatz. Und jetzt der Sprung zur KI. Um diesen Wissensschatz zu nutzen, brauche ich die besten Tools, die man darauf anwenden kann. Und die modernsten Tools sind halt heutzutage AI-Methoden. Und da kann man so ein bisschen unterscheiden zwischen der Pflicht und der Kür, was man machen muss. Einmal zur Pflicht gehört, zu wissen, wenn ich ein technisches Unternehmen bin und habe Patente oder will Patente haben, dann muss ich wissen, was macht der Wettbewerb. Verstoße ich gegen Patente anderer? Darf ich das machen, was ich hier überhaupt mache? Freedom to Operate, Dinge und so weiter. Und das muss ich quasi tun. Und hier geht es quasi um das Finden einzelner Schriften, die relevant für mich sind. Weil eine einzelne Schrift kann schon mir im Weg stehen, dann muss ich schauen, wie kann ich die umgehen und macht jemand was anderes oder ist es freier Stand der Technik, habe ich gar kein Problem damit. Das muss ich quasi wissen, aber da geht es um einzelne Schriften. Und das ist also der Pflichtteil, den muss man sowieso machen, weil ich ja sonst rechtlich in die Bredouille kommen kann. Und dann ist aber auch das Spannende, deswegen passt das Slide jetzt ganz gut, dass eben es eine Vielzahl von Patenten gibt und ich strategisch Statistiken daraus ableiten kann, um Trends abzuleiten. Und da geht es mehr so um, ich sage jetzt mal, Rudelverhalten und Statistiken, zu sehen, ist ein Anmeldeverhalten von der Firma, zieht sich da jemand aus dem Markt zurück. Also sind Patente quasi auch ein Frühindikator dafür, wie das Engagement von verschiedenen Firmen in verschiedenen Bereichen ist. Und auch da spielt KI halt eine Rolle. Also einmal beim Auffinden von einzelnen Schriften und dann auch später bei den Statistiken, um quasi ja, Aussagen, die patentübergreifend sind, zu führen. Und warum KI? Wie die Grafik zeigt, ist so illustrativ, dass die Anmeldezahlen wirklich durch die Decke gehen. Gerade in Fernost wird wirklich patentiert wie verrückt angemeldet. Und ich da sonst ohne AI kaum noch weiß, wo oben und unten ist, weil es einfach so viele Schriften sind, die ich zumindest bei der Vorsortierung mir die AI halt schon hilft. Und das hilft mir bei der Compliance, was ich machen muss, und bei der Strategie halt auch. Genau. Das würde ich jetzt so dazu sagen, warum wir das verwenden. Und wie wir es verwenden, vielleicht auf der nächsten Slide, genau, wenn es um diese einzelnen Schriften geht, Freedom to Operate Bereich, ist das vielleicht schon ein ausgelaufenes Patent, was ich da mache, oder kann ich es umgehen? Ist es bekannt? Ist es freier Stand der Technik? Und eben rechts die Wettbewerber und Technologiefelder, wo ich sehe, kommt da ein Player oder nicht, das ist so ein bisschen der statistische Bereich. Und bei beiden Sachen hilft AI eben. Wir haben schon unsere erste Frage bekommen, und zwar zum Thema, wie viele Recherchen muss man machen, bis die KI eine bestimmte Anzahl der Schlüsselbegriffe gelernt hat, nach denen man meistens sucht. Also ich kann mir vorstellen, dass das ganz gut abzielt auf unsere nächste Folie, nämlich unsere KI, die wir schon genutzt haben in den letzten 2 Jahren und mit der wir schon viele Projekte gemacht haben. Ich werde da jetzt auch mal direkt weiterspringen. Ja, klar, das passt gut dazu, ja. Genau. Also der Fortschritt von KI besteht darin, dass man mit immer wenigeren Beispieldaten, Trainingsdaten generalisiert finden kann, um was es geht. Also während man früher noch tausende Schriften gebraucht hat, sind es heutzutage solche sogenannte Few-Shot-Learner, die schon mit ziemlich wenig Schriften einem das Gebiet umreißen, um das es geht. Also ich muss mal, wenn ich auf meine Tochter beziehe, ihr immer weniger Äpfel zeigen, damit sie verstanden hat, was Äpfel sind, und wenn ich es von Birnen unterscheiden will, meinetwegen. Und so machen wir es hier bei uns auch. Wir haben jede Menge Projekte, wo man mit relativ wenigen Schriften anfängt. Das können 10, 20
Schriften am Anfang nur sein, relevante und auch nicht relevante. Und was wir dann gern machen, ist, dass wir so einen ersten Schuss, Erstergebnis machen und man sich dann nochmal weitere 50 Schriften anschaut und da kommen dann viele nicht relevante dazu, die aber im ersten Schritt für relevant gehalten wurden, was nicht schlimm ist, was gut ist. Und dann hat man schon eine sehr gute Brille für den Technologiebereich, um den es sich hier so dreht, wo wir in all unseren Projekten eben noch ein paar, ich benutze gerne die Analogie von der Nadel im Heuhaufen, noch ein paar interessante Nadeln gefunden haben in unserem Heuhaufen, sodass sich das AI-Projekt gelohnt hat. Genau. Und ja, die geringe Trainingsmenge und es ist ein Scoring, was da rauskommt. Soll heißen, man bekommt auch eine Reihenfolge der Treffer. Also ich kann dann das, was die AI ausspuckt, ist eben ein Wert zwischen 0 und 1 und 100 heißt super relevant, 0 ist total uninteressant und das Allermeiste ist total uninteressant. Aber die Spitze des Eisbergs, die interessiert halt. Okay, sehr gut. Wir haben ja auch einen kleinen Use Case mitgebracht. Ich denke mal, das ist auch vielleicht ganz spannend, wenn du den noch mal kurz skizzierst. Genau. Da hat ein Schweizer Biotech-Unternehmen uns erlaubt, mal in ihre Daten reinzugucken. Das können wir auch im Nachgang detaillierter ausführen und uns zeigen, wo man wirklich in die Live-Daten gucken kann. Wir haben ja viele Projekte, die selbstverständlich vertraulich über die Bühne gehen, aber hier durften wir mal in die Ergebnisse reinschauen, wie das so ablief. Und ja, da wurden eben ein Schweizer Biotech-Unternehmen, da geht es um so Biosensorik, die also anhand von Blut, Sensoren bestimmte Parameter ableiten und dann eben Krebsmarker da prognostizieren wollen. Und das ist am Point of Care, also dass es ein kleiner Apparat ist, der dann beim Arzt oder im Krankenhaus da verwendet wird. Und die wollten wissen, steht uns denn da nahe schon? Und da gibt es ja große Player, die großen Pharmakonzerne, die da auch engagiert sind, aber vielleicht auch andere Startups, die sie einfach noch nicht auf dem Schirm hatten und wo man eben über die Standardrecherche hinausgehen wollte. Und es war dann tatsächlich so, dass mit einer kleinen Trainingsmenge am Anfang 20 Schriften, haben wir noch ein bisschen ergänzt auf 100, eben mit diesen nicht relevanten Schriften vor allem. Dann haben wir den großen Lauf gemacht und dann kamen, ja, hier steht jetzt hier 57 sehr relevante Schriften raus. Die sind natürlich sortiert und wenn die durchgegangen sind, hieß es, ja, da waren einzelne dabei. Das war wichtig zu wissen, um uns zu positionieren, wie wir ihre eigenen Patentanmeldungen auch weitertreiben, um da nicht auf Kollision zu kommen. Und es kann auch gut verwendet werden, um große Wettbewerber zu durchleuchten. Zum Beispiel ist Roche ein großer Wettbewerber, der natürlich auf allen möglichen Feldern Patente anmeldet und ohne sich jetzt im Detail mit Patentklassen und so auszukennen, kann man Roche durchleuchten und sagen, aha, das sind die Schriften in den und den Feldern, die sind in unserem Bereich. Und da können wir dann weiterschauen und dann auch gucken, ist das Anmeldeverhalten von Roche, gibt es da Märkte, wo die nicht aktiv sind oder patenttechnisch sich dann mehr kommen? Also ein bisschen diese statistische Brille aufsetzen. Und das geht dann halt auch mit anderen Wettbewerbern. Und ganz genau hat uns das Biotech-Unternehmen nicht gesagt, was jetzt genau die Schriften waren. Das bleibt dann ihr Geheimnis. Sie haben gesagt, ja, es war sehr interessant, die ersten 100 Schriften laut unserer KI durchzugehen. Das wollten sie nicht missen, die Informationen, die daraus gewonnen wurden. Sehr gut. Wir hatten noch eine Frage, quasi eine Folgefrage. Das heißt, am besten füttert man die Software mit eigenen Patenten, damit die Software schnellstmöglich lernt, nach welchen Schlüsselbegriffen sie suchen muss? Ist ein guter Ansatz. Also wenn man sonst nichts hat, ist das perfekt. Ist ein super Ansatz, genau so vorzugehen. Also wenn das jetzt auch technologisch passt, wenn jetzt ein Mischkonzern da in völlig verschiedenen Bereichen unterwegs ist, dann nimmt man sich pro Bereich eins vor, weil das ist auch so eine Balance, was packt man zusammen und was nicht, um das zu trennen. Aber man würde es genau so machen und findet dann recht schnell nahestehende Schriften, mit denen man dann das Training ergänzt oder das eben schon gut genug ist. Und wir als PAD-Office sind ja jetzt in der Lage, mit unseren Bestandskunden, die schon Tausende von bewerteten Schriften haben, konnten wir diese ganzen Vorstudien machen. Wie muss ich eine AI hinstellen mit all ihren Schräubchen und Geschmacksparametern, damit die das auf Anhieb gut kann, wenn ich dann nur mit den 10 eigenen Schriften ankomme. Und
Und das ist quasi auch der Schatz von PadOffice, dass wenn jemand eine gut kuratierte Datenbank hat, wo Expertenwissen schon drinsteht, konnten wir diese Vorstudien machen. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass Wissen von den anderen Kunden verwendet wird, sondern es hat nur damit zu tun, wie ich es technologisch hinstelle, Mhm. damit es dann für einen neuen Kunden diese Brille, genau, ich benutze gerne die Analogie von der AI-Brille, die da Mhm. speziell angefertigt wird. Und den Bau der Brille, da haben uns natürlich unsere Bestandskundendaten geholfen, wo wir auch also in Absprache das erzeugen konnten. Und Ja. gesehen haben, es funktioniert sehr gut. Ja, vielleicht können wir, also ich könnte mir vorstellen, dass für den einen oder anderen hier das Thema Sicherheit wahrscheinlich eine relativ große Rolle spielt, weil man natürlich eine Software mit eigenen Patenten oder sogar mit nach Relevanz bewerteten Patenten der eigenen Wettbewerber füttert. Das will man möchte natürlich nicht, dass diese Informationen an irgendein anderes gelangen. Vielleicht kannst du ganz kurz zu unserem Sicherheitsaspekt was sagen. Genau. Also das ist alles in-house. Die Plattform jetzt auch völlig ohne AI ist jetzt erstmal auf deutschen Servern und nach DSGVO halt alles drinnen, das ist klar. Und was wir für AI verwenden und prozessieren, bei diesem AI-Scope funktioniert auch alles bei uns. Also diese Brille dringt nicht nach außen. Die wird hier angefertigt und hier angewandt und bleibt alles in unserer Websoftware drinnen und als Projekt, genau. Ja, sehr gut. Wunderbar. Genau, jetzt sehe ich gerade keine weiteren Fragen. Dann würde ich sagen, wir springen zur nächsten Frage. Und zwar, welche weiteren Anwendungsfelder gibt es denn, in denen KI im Zusammenhang mit Patenten eine Rolle spielt? Also jetzt gehen wir quasi weg von der KI, die wir schon seit Jahren oder seit 2 Jahren ungefähr nutzen, hin zu diesem generativen AI-Ansatz, der Ja, ja jetzt gerade die ganze Welt beschäftigt. ja. Genau. Also, welche weiteren Anwendungsfelder? Also einmal sind AI, wie auch in anderen Bereichen, auch smarte Helferlein, die einem halt helfen wollen. Das werden wir jetzt alle auch in anderen Bereichen merken. Wir kennen es ja vom Handy, dass Vorschläge gemacht werden und dass halt immer alles smarter wird. Und das wird sich im IP-Bereich halt auch wiederholen. Also zum Beispiel bei einer Suche nach Stichworten halt auch andere Stichworte vorschlagen oder Klassen vorschlagen, die dazu passen oder alternative Stichworte. Also das sind so erstmal so ganz allgemein die weiteren Möglichkeiten, smarte Helferlein. Dann Stichwort generative AIs mit ChatGPT, also generativ in dem Sinne, hier wird nichts wirklich analysiert, sondern es wird Text produziert. Und das ist so für mich der Oberbegriff für ChatGPT und BART und wie sie alle heißen, generative AIs. Und die werden immer mehr High-Level-Aufgaben unterstützen, die eben vorher ein Mensch gemacht hat. Und das ist quasi so der nächste Schritt, künstliche Intelligenz, dass Dinge, die vorher ein intelligenter Mensch machen musste, immer mehr von die Maschine abgedeckt werden können. Also Texte vervollständigen, wie wir das ja alles schon so ein bisschen kennen. Jetzt kommt es so ein bisschen aufs Konzept an, wie wir das hier machen. Jetzt unten für Scoring viele Dokumente, die Fleißarbeit, alle Dokumente lesen und bewerten. Das macht unsere Inhouse AI. Das haben wir auch schon in vielen Projekten gemacht, diesen Relevanzscore, diese Relevanzbrille zu erzeugen. Das ist so der erste Schritt, der Basisschritt. Das ist auch eine echte Fleißarbeit. Das könnte eine generative AI gar nicht. Die wäre viel zu langsam und zu teuer und die weiß das auch einfach nicht. Die hat nicht die Informationen drin. Da braucht man eine schlanke AI, die wir da haben. Die ist auch schon auf der Transformer-Technologie, also die bringt Vorwissen mit, weil heutzutage müssen AIs Vorwissen mitbringen, wie sie mit Synonymen umgehen und Tippfehlern und so weiter. Also so ganz klassische Deep Learning-Ansätze bringen da nichts mehr. Kann ich weiter darauf eingehen im anderen Zusammenhang, aber müssen ein bisschen vorwärts kommen mit der generativen AI. Und letztendlich bei der generativen AI ist ja viel im Umbruch, entsteht gerade viel. Und es ist die Qualität, die dann am Ende das überzeugt. Also es wird einfachere Aufgaben geben, wo jetzt schon die generative AI einen super guten Output liefert und es wird schwierigere Aufgaben geben, wo man jetzt noch sagt, na, das kann jetzt der Mensch aber doch noch besser. Und das ist ein fließendes, also ein bewegliches Ziel, weil die generativen AIs halt auch immer besser werden. Ich meine, es ist ja verrückt, was wir im letzten halben Jahr an Fortschritt gesehen haben. Aber wie gut es halt ist. Also schon ein Quantensprung, den die generativen AIs da in letzter Zeit gemacht haben und einfach das auf ein neues Niveau gebracht haben, das Ganze. Genau. Und
wichtig ist mir aber auch bei den generativen AIs, dass sie eben ähm, das Wissen, was intern ist, schon verwenden und jetzt mal nicht nur die generative AI fragt, ja, was hältst du von dem und dem Patent? Da wird nichts Gutes bei rauskommen. Ich muss ihm quasi das, was relevant ist, Mhm. was Mhm. ihm mit diesem Daumen angedeutet ist, schon mitgeben und sagen, ich weiß schon, was relevant ist. Was kannst du obendrauf noch mich unterstützen, einen Report erstellen oder vorschlagen? Und dann kann ich das weiter verfeinern und kontrollieren und beeinflussen. Okay. Ich glaube, wir liegen aktuell ganz gut in der Zeit, deswegen würde ich gerade gerne, ich weiß nicht, siehst du die Kommentare auch, Ralf? Nein. Nee, sonst passt, dann gebe ich dir einfach weiter. Die spannende Frage, die wir auch immer intern immer mal wieder haben, kann die KI auch in anderer Literatur / Internet suchen oder nur in Patenten? Ähm, äh, Ich glaube, mittlerweile kann sie es. Also ChatGPT bietet Schnittstellen, dass sie bei bestimmten Fragen sieht, ach, ich weiß das nicht so gut, ich frage lieber jemand anderes. Also ein bekanntes Beispiel dafür ist zum Beispiel, wenn es um Gleichungen geht, also Rechenaufgaben, dann lag ChatGPT oft daneben, dass es einfach halluzinierte Ergebnisse waren. Und mittlerweile gibt es ein Plugin zu Wolfram Research, also ich glaube MATLAB, die einfach nach allen Regeln der Mhm. Kunst Gleichungen lösen können. Und das ist auch vorstellbar für IP-Daten. Allerdings, gerade wenn man eigene interne Daten beisteuern will, würde ich da selbst gern die Kontrolle drüber behalten wollen, um zu sagen, was man alles in die generative AI steckt, weil und dann die richtigen Fragen stellt und nicht die generative AI auf eigene Faust suchen lassen und zu hoffen, dass der Link, den ich ihr mitgebe, dass sie dann das findet, was sie macht. Mhm. Also das ist auch so ein bisschen, wenn ich momentan frage, was ist der Inhalt von Patentnummer US 12345, dann liegt das bei meinen Tests oft daneben. Aber es ist ja kein Hexenwerk, die Daten sind ja öffentlich verfügbar. Dann nehme ich selbst den Inhalt von US-Patent Mhm. 12345, tue es in die Abfrage mit rein und sage, gliedere mir davon eine Zusammenfassung und die stimmt dann. Und genauso machen wir es auch, dass man quasi die Kontrolle darüber hat, was liest die AI überhaupt und nicht einfach Mhm. irgendwas anderes anzapft. Nichtsdestotrotz, klar, außerhalb der Patentdatenwelt andere Datenbanken, wo auch die Daten in einem definierten Format zurückkommen, kann natürlich eine Bereicherung sein, die ganz sicher kommen wird, ja. Ja, ja, das hört man ja auch immer wieder von anderen Unternehmen, die dann Non-Patent Literature auch noch mit reinnehmen in Genau. ihre. Nee, am Ende des Tages sind die Konzepte, die dann überzeugen und das konzeptionell ist das mit drin. Wir sind jetzt erst kommen von der Patentdatensache. Das wird aber dann noch ein bisschen klarer später vielleicht, ja. Ja. Ich würde sagen, wir gehen kurz weiter. Wir haben noch 2 Fragen, die wir auf jeden Fall noch beantworten, aber ich würde jetzt zunächst erstmal kurz auf die Ansätze, die wir jetzt bei PadOffice mit KI aktuell oder generativer AI verfolgen. Da würde ich jetzt erstmal drauf eingehen. Das heißt, Frage an dich, Ralf, was ist das Besondere bei der Verwendung der 2 verschiedenen KIs bei PadOffice? Mhm. Ja, gut. Also unser Anspruch ist natürlich, dass wir State-of-the-Art-Technologien und Modelle verwenden. Das betrifft jetzt nicht nur die AI, auch sonst so die Web-Ansätze, die moderne Software haben. Und wie schon gesagt, die Technik entwickelt sich da rasant weiter und da muss man vielleicht auch mal das Pferd wechseln. Und deswegen ist das Besondere bei uns, dass wir das auch technologieoffen eigentlich implementieren. Und es geht mir um die Konzepte, die wir machen, weil die sind dauerhaft. Die Menschen arbeiten dann damit, aber was hinter der Haube passiert, da wollen wir flexibel bleiben. Nichtsdestotrotz orientieren wir uns dann an den Marktführern, weil nur die großen Player können heutzutage eine konkurrenzfähige Basistechnologie liefern. Also man tut sich sehr schwer, wenn man einen eigenen AI-Ansatz macht. Da wird gerade ziemlich viel hinweggefegt von den mächtigen generativen AI-Modellen von den großen Playern. Da gibt es Closed Source wie OpenAI und Google Bard, aber auch eine Menge interessante Sachen Open Source, die qualitativ da auch immer mehr Schritt halten. Und das wollen wir sicherlich technologiemäßig beides mit adressieren. Und konzeptionell das Besondere, wenn es um diese generativen AIs geht, dass wir das in unsere Software gerade am Einbauen sind und auch machen und auch mitgestalten. Deswegen reden wir auch, um dann zu erfahren in Gesprächen später, wie da so der Bedarf ist, aber auch aus unserem Bestandspool von Kunden wir da langjährige gute Beziehungen haben und einfach lernen, wie soll sowas ausschauen. Und wir machen dann Konzepte draus. Und eine Sache, dieses 1, 2, viele, was hier so plakativ daherkommt, ist so eigentlich die banale Erkenntnis,
dass generative AIs an einem einzelnen Dokument schon eine Menge gute Dinge tun können. Stichwort Übersetzung, Stichwort Zusammenfassung. Das wird kommen, oder das ist schon drin. Wir haben da Prototypen, können wir zeigen, können wir gerne mal, wer das genauer interessiert, einen Blick reinwerfen in unsere Beta-Version. Also das ist jetzt keine riesige Erkenntnis, werden andere auch machen, aber das braucht es auch, dass ich von jeder Sprache in jede Sprache übersetzen kann. Das können generative AIs schon ziemlich gut, und auch das Thema Zusammenfassung. Wir unterscheiden dann noch mit 2. Da geht es um Vergleiche, wo jetzt auch schon, wie wir zeigen konnten, die generativen AIs das ziemlich gut können. Wenn es darum geht, zeige mir die Unterschiede zwischen 2 Schriften oder zeige mir die Gemeinsamkeiten von 2 Schriften. Und das funktioniert in guter Qualität. Dass man das halt mitgibt und sich auflisten lässt, was da Gemeinsamkeiten sind. Und das ist auch so eine Sache, Vergleiche wird es immer brauchen. Zum Beispiel der Unterschied zwischen einer Anmeldung und einer Erteilung, das sind nur so kleine Sachen. Das ist jetzt noch was Banales, wo man sieht, da ist ein Claim weggefallen. Das ging konventionell auch, aber die AI kann es halt eben auch. Oder 2 nahegelegene Schriften, was haben die gemeinsam, wo kann ich mich unterscheiden? Also haben jetzt schon in Vorabstudien mit ausgewählten Kunden gesehen, ja, stimmt, die kannten ihre eigenen Patente und wussten, das Ergebnis ist gut, und wenn man das quasi auf ein fremdes Patent anwendet, dann sieht man, wie unterscheide ich mich da? Muss ich da bei Formulierungen mehr drauf Acht geben, um dem aus dem Weg zu gehen, oder mich mehr davon distanzieren, weil es freier Stand der Technik ist, um da meinen innovativen Schritt bei der Anmeldung mitzubehalten. Das ist so diese Zweideutigkeit, Vergleiche. Und dann dieses Viele, das ist so ein offeneres Feld, wenn es dann so um Statistik geht, Wettbewerbsvergleich, also wo ich quasi in die generative AI eine Vielzahl von Schriften reingebe, die mich bei einer Report-Erstellung unterstützen, mir vielleicht Vorschläge machen, was ich mir analysieren kann, die mir eine Zusammenfassung von einem Diagramm machen können. Und das haben wir so als Konzept mit drin. 1, 2 gibt es quasi schon, die Prototypen. Und bei dem Viele, dieses Analytics-Modul, da sind wir gerade dabei, das aufzubauen. Und deswegen sind wir dann interessiert an Leuten, die da früh Einfluss drauf nehmen oder wollen, an den Fragestellungen zu lernen. Also deswegen ist es gut, dass wir unser Analytics-Modul jetzt erst bauen, weil wir dieses Generative von Anfang an mit bauen können und nicht noch eine existierende Analytics-Geschichte noch das nächste Modülchen hinten dran bauen. Deswegen kann das integraler Bestandteil werden, das Generative. Da haben wir eine Menge Ideen. Habe ja schon so ein bisschen was skizziert. Smart Reporting, und das sind so diese Untergliederungen von banal bis komplex und auch noch unbekannt, weil sich das weiterentwickelt, und Dinge, wo ich jetzt überzeugt bin, jetzt schon gut gehen werden, und andere Sachen, wo sich die AI die Zähne dran ausbeißt noch, und vielleicht auch Probleme, wir bauen ja auch keine Glaskugel, die alles vorhersagt, die nie lösbar sein werden. Das gehört ja auch mit dazu. Aber die Grenzen verschieben sich gerade massiv. Genau, ich habe auch, also wir jetzt im Marketing haben einen LinkedIn-Post gemacht vor ein paar Tagen zum Thema Apple. Den habe ich auch hier mit dabei. Ich glaube, das ist ein wirklich guter oder ein schönes Anwendungsbeispiel für das, was eigentlich in Patenten an Informationen schon Jahre zuvor sichtbar ist. Und ich glaube, genau darauf zielt unsere Analytics-Entwicklung ab, dass man eben solche Unregelmäßigkeiten im Anmeldeverhalten von Wettbewerbern zum Beispiel analysieren kann. Vielleicht kannst du dazu auch noch mal kurz was sagen. Ja, schönes Beispiel. Natürlich, Apple ist dann sehr prominent und plakativ an der Stelle, aber in dem Artikel geht es ja darum, dass da schon 2015 so erste Voranzeichen dafür waren. Und wir haben es jetzt nicht genauer analysiert, aber es soll quasi als Beispiel dienen, wie man einmal traditionell, aber dann auch mit Hilfe von AI so Frühindikatoren lesen kann im Anmeldeverhalten von Firmen. Hat da jemand ein normales Anmeldeverhalten und dann meldet auf einmal breit an mit vielen Patenten oder in vielen Ländern. Und dass man dafür eben AI-gestützt einen Hinweis bekommt, was vielleicht traditionell sich ein bisschen mehr verstecken würde in den Daten, dass man da solche Muster halt aufspürt und erkennt. Ich hatte doch
da eine Animation hinterlegt, die sowas illustriert. Hatten wir mal einen Kundenfall mit Welche ist das? diese Ziehharmonika-Sache, ja, genau. Nicht Ziehharmonika, die Harfe kommt. Die hier? Die da, ganz genau. Mal von vorne, ja. Da haben wir verschiedene Wettbewerbe. Wir haben das anonymisiert, weil das sind konkrete Daten von einem Kunden, wie sich über die Zeit ein Technologiebereich für verschiedene Firmen quantitativ halt über die Zeit verändert. Und das ist jetzt durch die AI-Brille schon gesehen. Also sind jetzt nur noch die Schriften, wo eine bestimmte Relevanz erzielt wird und nicht mehr die kompletten Portfolios, so wie ich das sonst traditionell machen würde. Also es zeigt, dass dieser AI-Score da eine ganz wesentliche Rolle spielt, damit ich hier vergleichbare Zahlen bekomme, weil eine reine Klassen- und Stichwortbeschreibung bringt mir da nicht weiter. Es muss quasi durch die AI vergleichbar gemacht werden. Und genau, das sieht man so durch die Zeit und in einem Analytics-Modul, wie es uns vorschwebt, kann man das dann auch weiter konfigurieren und auf ein einzelnes Land gehen und solche Dinge. Und in der generativen AI kann man erstens mal sagen, erzähl mir mal, was passiert denn hier? Ja? Und eine generative AI kann vielleicht sagen, mach mir mal einen Vorschlag, welcher Parameter es sich lohnt zu visualisieren, um da draußen einen Trend abzulesen. Das sind so ein bisschen so die beiden Dinge, wo man Fuß in die Tür bekommt mit generativer AI. Und ja, am Ende auch durch die Interaktion mit dem Menschen und das Verfeinern dann lernt, ah ja, das war jetzt ein gutes Ergebnis und dem kann ich trauen und sicher, die einfachen Sachen, denen kann ich blind trauen und je höher die Aufgaben sind, ist mit Vorsicht zu genießen, aber das ist bei Analytics Reports immer der Fall, dass es so ein Blick in die Glaskugel ist und dann versucht man nur mit guten Tools davor reinzugehen. Ja. Genau. Sehr gut. Ich gehe mal ganz kurz, also wir haben noch 4 Minuten. Ich weiß nicht so genau, wie es bei LinkedIn ist, ob wir um 11:15 Uhr einfach abgeschaltet werden. Ich würde kurz auf die eine Frage von Herrn Dirk Hornscheid eingehen. Formuliert die KI demnächst auch gleich die Patentanmeldung? Da hat auch ein anderer User schon beantwortet. Das geht durchaus. Wir haben auch schon solche Tools entdeckt, ist aber nicht unser Fokus. Aber es gibt anscheinend wirklich Unternehmen, die sich darauf aktuell auch stürzen. Und vielleicht gehe ich jetzt einfach, und die Frage ist wieder an dich, Ralf, von Herrn Dr. Henrik Stephan. Und zwar kann die KI auch schon kombinieren im Sinne von Bewertung der erfinderischen Tätigkeit. Ich glaube, das hattest du vorhin schon mal kurz angerissen. Ja, also ganz ehrlich, das käme auf einen Versuch an, weil da ist die Erwartungshaltung sicher unterschiedlich groß und auch von Feld zu Feld verschieden. Also man wundert sich, was generative AIs heutzutage können. Gerade da ist ja der Quantensprung drin, dass eben nicht mehr banal nur noch was zusammengefasst wird, sondern auch Transferleistung erbracht wird. Und es sicher in diese Richtung geht, dass ein allgemeines Verständnis ist und dafür eine Transferleistung dann oben drauf kommt, hat aber, bin ich ganz ehrlich, mit der Spitzfindigkeit der Frage zu tun. Das wird in manchen Fällen gut funktionieren und dann sagt der Mensch wieder, ja, stimmt, hast recht. Oder sagen, naja, würde ich jetzt anders einschätzen. Aber der Vorschlag dafür, der kann auf jeden Fall von der AI gemacht werden. Und dann braucht es den Menschen halt noch hinten, der dann das letztendlich wieder mit seinem Bauchgefühl bewertet. Aber ich denke, Vorschläge sicherlich komplett aus den Händen geben, wäre ich jetzt noch vorsichtig. Wobei bei der jetzigen Entwicklung hat man ja gesehen, werden ja Sachen gelöst, wo man jetzt vor einem halben Jahr noch gedacht hätte, völlig unmöglich, dass ein Computer dafür eine vernünftige Ausgabe liefert. Ja. Sehr gut. Ich glaube, wir sind schon bei der letzten Frage angelangt. Ich glaube, wir sind auch weiterhin einigermaßen gut in der Zeit, außer man schaltet uns einfach ab. Ich glaube, am meisten oder sehr interessieren würde uns noch dein Blick in die Zukunft. Also was glaubst du, wird jetzt noch relevant? Was werden Herausforderungen sein? Was siehst du in den nächsten Jahren passieren? Ja, gute Frage. Also ich denke mal, diese generativen AIs, die sind in der Welt und das ist ein absoluter Megatrend. Der wird vieles verändern. Und meine Erfahrung ist, dass sie auch ein Ideenbooster sind, dass quasi
Leute, die jetzt nicht Fachexperte für was sind, sich trotzdem darüber Gedanken machen und Fragestellungen gelöst bekommen oder angehen, auch prototypisch. Also generative AIs sind ein Megatrend, der Geist ist aus der Flasche. Da ist jetzt gerade so ein bisschen Wild-West-Stimmung. Das muss dann auch wieder vielleicht ein bisschen reguliert werden mehr. Also wenn es darum geht, noch mächtigere Modelle zu machen und auf welche Daten sie zugreifen. Aber die schon da sind, das sind da schon sehr mächtig. Und im Prinzip ist es gerade ein Paradigmenwechsel, der stattfindet im Umgang mit Daten. Also wie man selbst Informationen bekommt für sich selbst. Also vielleicht ist jetzt noch der Trend zu googeln, aber ich denke mal, unsere Kinder werden nicht mehr googeln. Die werden ihren Assistenten fragen oder sprechen und Vorschläge machen. Und dann auch, wie Informationen verarbeitet werden, dass ich jetzt heute nicht mehr lernen muss, wie ist der Syntax von der Programmiersprache, sondern ich sage der Maschine, was soll sie tun. Und wahrscheinlich ist meine Denkweise in der Programmiersprache schon ein Anachronismus, weil ich das künftig nicht mehr brauchen werde. Also es ist ja jetzt schon so, anstatt selbst ein Bild zu malen, kann man der Maschine sagen, mal mir doch mal ein Bild im Stil von dem und dem, wo das und das drauf ist. Das wird ja immer gut, es sind auch erstaunliche Fortschritte gewesen. Also es geht mehr darum, Dinge nicht mehr selbst von der Pike auf zu machen, sondern mit Vorschlägen umzugehen und die dann zu beeinflussen, bis sie mir eben passen und das tun, was sie sollen. Also das ist so ein Paradigmenwechsel, der stattfindet, der sich immer mehr verstärkt und der auch gelernt ist. Also unsere Generation ist jetzt noch traditionell gelernt, aber unsere Kinder und weiter, für die wird die werden uns fragen, hä, warum brauchst du ein Handbuch für irgendwas? Ich frage doch die Maschine und die liefert es mir auch. Ja. Dann so ein Trend auch, will ich auch nicht unerwähnt lassen, ist, dass es einen Retro-Trend gibt im privaten Bereich. Also genauso wie es analoge Schaltplatten gibt, Liebhaber dafür, wird es das auch geben, dass vielleicht so eine Art Gütesiegel, das hat nichts mit AI zu tun, sich etablieren wird. Also gerade wenn es um Literatur geht, glaube ich, dass Menschen jetzt nicht Romane von Maschinen geschrieben lesen wollen. Also ich persönlich zumindest nicht. Und weil Menschen sich halt am Ende doch eher für Menschen interessieren und deren Output und Gedanken und jetzt sich nicht einfach nur von der Maschine da abspeisen lassen wollen. Aber das ist mehr so eine private Sache. Und in Unternehmen ist es aber einfach ein Wettbewerbsvorteil. Wer es nicht macht, der wird schnell das Nachsehen haben. Und mit AI hat man einfach die schnelleren und besseren Entscheidungen und deswegen wird es da sich durchsetzen, weil anderes einfach verschwindet und eine bessere Qualität erzielt werden kann am Ende des Tages für Unternehmen. Deswegen unterscheide ich das ein bisschen zwischen privat. Da darf man auch konservativ sein, aber in allem anderen werden wir da überrollt und viele sind denen ist noch gar nicht klar, was da auf sie zukommt. Sehr gut. Wir haben noch eine Frage, die, glaube ich, auch ganz gut und ich würde die jetzt auch gerne einfach noch beantworten, weil jetzt sind wir 2 Minuten drüber. Ich glaube, für die noch Zeit haben, ist es auch noch spannend und passt ganz gut zu unserem PAD-Office-Software. Wie gut wird man in Zukunft mit KI Trends finden, zum Beispiel in welchem Bereich der Wettbewerber anmeldet? Ich glaube, das ist genau unser Thema und das kannst du bestimmt sehr gut beantworten. Ja, genau, also man wird da besser als zuvor Muster finden können, die sich besser versteckt haben, was sich vorher vielleicht noch irgendwie mit unterschiedlichen Stichworten oder Keywords versteckt hat, wird man entlarven können. Also das wird ja auch strategisch eingesetzt. Was mir aber ganz wichtig ist zu sagen, ist, es lohnt sich quasi einen eigenen kuratierten Datenbestand zu haben. Also jetzt einfach die generative AI fragen, was hast du für eine Meinung dazu? Da kommen eher schwammige Sachen dazu. Man muss es quasi mit den eigenen Daten verbinden, noch besser Insiderwissen-Daten. Auch gerade in der Patentabteilung, man hat ja nicht die Expertise für alle technischen Kniffe da drin. Deswegen braucht man eine Software, mit der man die Begriffe oder die Meinungen sammelt und kuratiert und dann obendrauf sagt, okay, diese relevanten Schriften in dem Bereich, sag mir mal dazu, was ist eine Gemeinsamkeit zu dem Wettbewerber. Also was uns da so vorschwebt, ist nicht Hey Siri oder Hey Google zu sagen, sondern Hey PAD-Office, mach mir mal für die nächste Aufsichtsratssitzung eine Wettbewerbsanalyse von den Top-Wettbewerbern in unserem umsatzstärksten Produktbereich und garniere das Ganze noch mit ein paar Diagrammen. Also in die Richtung, glaube ich, wird es schon gehen, aber das A und O, beziehungsweise die Qualität wird viel besser, wenn ich Inhouse-Daten
von denen ich weiß, dass die Qualität gut ist, mitgeben kann und nicht einfach nur blind das Wissen aus der generativen AI hole. Also das ist ja dieses berühmte Thema mit dem Halluzinieren. Das passiert immer dann, wenn die AI gespeichertes, abstraktes Wissen aus dem Modell selbst rausholt. Und das klingt plausibel, aber ist halt nicht zwangsläufig richtig. Wenn ich da eher aber sage, hier sind meine Inhalte basierend darauf, formuliere einen Vorschlag, mach dir einen Reim, eine Gemeinsamkeit oder eine Abgrenzung, glaube ich, dass die Qualität oder ist die Qualität wesentlich besser und man unterdrückt dieses Halluzinieren. Also von daher wird das immer besser funktionieren können. Ja. Ja, genau. Und ich glaube, da hilft auch eben PadOffice tatsächlich als Software-Tool, wenn man eben das startet, auch sofort mit entsprechender Patentüberwachung von verschiedenen Bereichen, kann man sich da relativ schnell so eine Art eigenen Datenschatz, den man selber bewertet, aufbauen. Genau. Und, Also allein schon dieses, was bei uns ja ständig passiert, man klickt, schaut sich was an und sagt, interessiert mich nicht. Das ist eine wahnsinnig wertvolle Information. Das so, wir Menschen blättern das einfach weg. Ach, stört mich, stört mich, stört mich. Ja. Aber wenn man diese Information festhält, was man mit PadOffice macht und auch qualifiziert macht, weil nicht ich selbst sage, es interessiert mich nicht, sondern der Ingenieur, der dafür verantwortlich ist, sagt das, ist das eine genauso wichtige Information wie die relevanten Schriften. Und das ist eine Fachexpertise, ja, eine Expertise, und es lohnt sich zu speichern. Also jede Beschäftigung mit der Daten lohnt sich eben zu speichern, und das passiert bei uns, das passiert halt nicht bei der Excel-Tabelle, weil allein schon der Austausch zwischen verschiedenen Leuten ist da ein Albtraum. Und deswegen wird sie qualitativ, gerade beim Generativen, besser, wenn ich gespeichertes Wissen zur Verfügung habe und das mit einfließen lassen kann. Ja. So, allerletzte Frage für heute, aber für uns bei PadOffice wahrscheinlich eine sehr coole Frage. Wie schnell kann ich als potenzieller Neukunde mit PadOffice und AI starten? Ich glaube, du hast schon ein bisschen angerissen, was man dafür braucht, welche Voraussetzungen es gibt, aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz das zusammenfassen. Genau. Ja, also also bei diese Basis-AI, das machen wir ja schon seit einigen Jahren, also diese Relevanzbewertung, diese Relevanzbrillen bauen, das kann man sofort machen. Das ist auch quasi die Grundlage und das Gold, von dem man dann schürft, ja, wo man dann das andere drauf aufbaut. Die generativen Sachen sind in einem prototypischen Zustand. Da kann, wer will, mal jemand in die Beta-Version bei uns über die Schulter schauen und so sehen, wo die Reise hingeht und uns auch dabei begleiten. Ich meine, wir sind eine kleine Firma, agil unterwegs. Ich habe ja auch so ein bisschen das Produktmanagement unter meinen Fittichen. Also ich sage immer, wer mich überzeugt, dann ist das auch einen Monat später drinnen. Wir haben ja gerade dabei, die Software wieder neu überarbeitet, wo eben diese neuen Konzepte dann mit umgesetzt werden. Das dauert noch ein bisschen, aber in dem prototypischen Zustand kann man das jetzt schon begleiten. Und wir sind selbst gespannt auf die Fragestellung, wenn es um die High-Level-Aufgaben geht, weil wir die uns selbst ja gar nicht alle ausdenken können. Und also von daher, man kann da sofort anfangen mit der Basis und dann sieht man auch sofort, wie das verwendet wird und zur Verfügung steht. Also dieses Scoring in der Software im normalen Alltag in PadOffice eine Rolle spielt zum Filtern und Suchen. Und die generativen Sachen, da sind wir noch in der Beta-Phase. Sehr gut. Perfekt. So, jetzt sind wir tatsächlich ein bisschen zu lange dran gewesen. Du hast später angefangen. Ja, passt auch, denke ich, sind, glaube ich, noch ein paar da. Kurze 2 Endslides, das sind wir. Wenn ihr Lust habt, mit uns in Kontakt zu treten, immer gerne sofort. Wir freuen uns auch, wenn es nur ein unverbindlicher Austausch ist. Wir lernen auch gerne von euren Fragen, Anwendungsbeispielen. Also wie der Ralf schon gesagt hat, wir sind da sehr agil unterwegs und versuchen wirklich sehr viel aktuell zu bewegen. Wenn ihr Fragen habt, weitere Fragen, die jetzt vielleicht nicht beantwortet wurden, meldet euch einfach bei uns. Das Webinar wird bestimmt hier noch auf LinkedIn zur Verfügung gestellt werden oder das bleibt hier bestimmt noch ein bisschen und kann man bestimmt immer wieder anschauen. Genau. Dann wünsche ich einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis bald. Super, vielen Dank. Tschüss. Ciao.